Kurz und clever konzentriert, endlich habe ich's kapiert. Hallo an alle, heute geht es um die Relativsätze. Das sind Sätze, die uns ganz viel Informationen über eine Sache oder eine Person geben. Los geht's. Ein Mann. Ein schöner Mann. Hier haben wir ein Wort, was vor dem Nomen steht. Und das ist unser Adjektiv. Ein Adjektiv gibt uns Informationen über eine Sache oder Person. Der Mann steht vor dem Auto. Wir sehen den Mann. Seine Freundin gibt dem Mann sein Käppi. Diese drei Sätze geben uns Informationen über diesen Mann. Aber warum steht hier der Mann, den Mann, dem Mann? Weiß das jemand noch? In dem ersten Satz können wir fragen, wer steht? Die Antwort ist der Mann. Deswegen steht hier das Wort der Mann im Nominativ als Subjekt. Im zweiten Satz haben wir das Verb sehen. Und wir wissen, dieses Verb braucht ein Akkusativ. Wen sehen wir? Wir sehen den Mann. Das ist unser Objekt im Akkusativ. Im dritten Satz steht das Verb geben. Dieses Verb steht nicht nur mit Akkusativ, sondern mit Dativ. Also, welche Person bekommt etwas? Wem gibt seine Freundin sein Käppi? Die Antwort ist dem Mann. Das ist unser Dativobjekt. Hier haben wir den ganzen Satz und hier nur ein einziges Wort. Wie sollen wir das alles mit dem Wort Mann verbinden? Das zeige ich euch gleich. Der Mann. Der Mann steht vor dem Auto. Nach dem Wort der Mann brauchen wir ein Komma. Und danach kommt der Artikel der. Wir wissen, dass nach einem Komma müssen wir klein schreiben. Also bekommt der Artikel kleinen Buchstaben D. Der Mann der. Mit diesem der beginnt unser Nebensatz. Wir wissen, in einem Nebensatz muss das Verb am Ende stehen. Also schicken wir das Verb ans Ende. Und die restliche Information in die Mitte. Der Mann, der vor dem Auto steht, Komma, das brauchen wir nicht mehr, ist mein Bruder. Das Verb im Nebensatz steht am Ende. Und das Wort der ist jetzt ein Relativpronomen. Und der Mann ist mein Bruder ist unser Hauptsatz. Der Mann, der vor dem Auto steht, ist mein Bruder. Das Besondere hier ist, dass unser Hauptsatz in zwei Teile geteilt ist. Der Mann ist mein Bruder, weil wir in der Mitte von unserem Hauptsatz den Nebensatz, den Relativsatz, der vor dem Auto steht, haben. Weitere Beispiele. Wir sehen den Mann. Hier nehmen wir das Relativpronomen den als Anfang von unserem Relativsatz. Dann setzen wir das Subjekt wir in die Mitte, natürlich klein geschrieben, und das Verb ans Ende.
Und so ist jetzt unser zweiter Relativsatz fertig. Der Mann, den wir sehen, ist mein Bruder. Und noch ein Beispiel mit einem Dativobjekt. Eine Freundin gibt dem Mann sein Käppi. Hier nehmen wir das Relativpronomen dem, der Rest kommt in die Mitte und das Verb ans Ende des Satzes. Und somit haben wir den Satz, der Mann, dem eine Freundin sein Käppi gibt, ist mein Bruder. Das bedeutet, dass wir für einen Relativsatz ein Relativpronomen brauchen. Wörter, die den Artikel der haben, bekommen im Nominativ das Relativpronomen der, im Akkusativ den und im Dativ dem. Ihr seht, hier sind die Relativpronomen genau gleich wie der bestimmte Artikel. Weitere Beispiele. Das Kind fährt Fahrrad. Jetzt müssen wir das Wort das Kind mit dem Satz das Kind fährt Fahrrad verbinden. Was machen wir? Wir setzen ein Komma. Danach kommt das Pronomen das Verb ans Ende und so haben wir den Satz das Kind, das Fahrrad fährt, heißt how. Hier ist unser Nebensatz, der Relativsatz mit einem Relativpronomen und das Kind heißt how ist unser Hauptsatz. Noch ein Beispiel. Wir rufen das Kind. Hier steht das Kind im Akkusativ. Was machen wir? Wir setzen das Relativpronomen das Verb ans Ende und haben einen neuen Satz. Das Kind, das wir rufen, heißt how. Weiteres Beispiel. Die Mutter hilft dem Kind. Dem die Mutter hilft. Das Kind, dem die Mutter hilft, heißt how. Das bedeutet, Wörter mit dem Artikel das bekommen das Relativpronomen das im Akkusativ und Nominativ und im Dativ dem. Und ihr seht, wieder sind die Relativpronomen und der bestimmte Artikel hier gleich. Schauen wir, was bei den Wörtern mit dem Artikel die passiert. Zum Beispiel, die Frau hat mich gestern angerufen. Komma nach dem Nomen die Frau, dann kommt das Relativpronomen die, das Verb hat am Ende und so haben wir den Satz, die Frau, die mich gestern angerufen hat, war meine Freundin. Hier ist unser Nebensatz mit zwei Verben am Ende und mit dem Relativpronomen die. Und unser Hauptsatz ist, die Frau war meine Freundin. Nächstes Beispiel. Wir sehen gerade die Frau. Die ist unser Relativpronomen. Verb ans Ende. Und so haben wir den Satz, die Frau, die wir gerade sehen, war meine Freundin. Und jetzt im Dativ. Ein Kollege gibt der Frau eine Tasse Kaffee. Hier brauchen wir das Relativpronomen der. Und alles außer Verb kommt in die Mitte. Und das Verb natürlich ans Ende des Satzes.
Und so haben wir den Satz, die Frau, der ein Kollege eine Tasse Kaffee gibt, war meine Freundin. Wieder sehen wir, dass alle Wörter mit dem Artikel die bekommen die gleichen Relativpronomen wie der Artikel, der bestimmte Artikel, im Nominativ und Akkusativ, die und im Dativ, der. Aber was passiert mit den Wörtern im Plural? Das sehen wir gleich. Zum Beispiel, die Kinder lachen. Komma nach dem Nomen, die Kinder. Verb ans Ende. Und so haben wir unseren Satz. Die Kinder, die lachen, sind glückliche Kinder. Hier ist unser Relativsatz mit dem Relativpronomen die. Und der Hauptsatz, die Kinder sind glückliche Kinder. Im Akkusativ, wir sehen gerade die Kinder. Hier brauchen wir Relativpronomen die, Verb am Ende des Satzes. Die Kinder, die wir gerade sehen, sind glückliche Kinder. Und was passiert im Dativ? Die Mutter gibt den Kindern Süßigkeiten. Hier brauchen wir ein besonderes Relativpronomen. Aus den wird denen. Das Verb geht natürlich wieder ans Ende des Satzes. Die Kinder, denen die Mutter Süßigkeiten gibt, sind glückliche Kinder. Bei Wörtern im Plural müssen wir aufpassen. Im Nominativ und Akkusativ bekommen das Relativpronomen die. Aber im Dativ brauchen wir das Relativpronomen denen. Merkt euch bitte das ganz gut. Nur im Dativ, im Plural, haben wir das Relativpronomen denen. Bevor wir einen Relativsatz schreiben, müssen wir uns sicher sein, welches Relativpronomen wir nehmen. Hier möchte ich das euch in kleinen Schritten zeigen. Zum Beispiel, meine Schwester arbeitet in Italien. Das ist unser Hauptsatz. Ich schreibe einen Brief meiner Schwester. Aus diesem Satz machen wir einen Relativsatz. Hier brauchen wir die Information zu dem Wort meiner Schwester. Schauen wir den Satz genauer. Wer schreibt? Ich, das ist Subjekt, das im Nominativ steht. Was schreibe ich? Das ist ein Akkusativobjekt. Und wem schreibe ich? Das ist unser Dativobjekt. Und genau das brauchen wir. Hier haben wir die Endung er, meiner Schwester. Ja, richtig, weil aus die im Dativ wird der. Also, das bedeutet, wir brauchen das Pronomen das. Meine Schwester, nicht das, der. Meine Schwester, der ich einen Brief schreibe, das ist unser Relativsatz, Komma, arbeitet in Italien. Meine Schwester, der ich einen Brief schreibe, arbeitet in Italien. Aus Dativobjekt wird ein Pronomen im Dativ. Noch ein Beispiel. Hier ist mein Kollege. Du kennst den Kollegen noch nicht.
Das ist unser Hauptsatz. Wer kennt nicht den Kollegen? Du. Hier steht das Subjekt im Nominativ. Wen kennst du nicht? Den Kollegen. Das ist unser Akkusativobjekt. Und genau das brauchen wir. Wir brauchen das Pronomen den. Hier ist mein Kollege, den du noch nicht kennst. Und hier habe ich euch einige Tipps erstellt, mit denen ihr bestimmt korrekte Relativsätze schreiben könnt. Erster Schritt. Macht 2 Hauptsätze, bevor ihr einen Hauptsatz und einen Relativsatz schreibt. Zum Beispiel, das sind meine Freunde. Den Freunden habe ich geholfen. Schritt Nummer 2. Findet das Nomen, zu dem die Infos sind. Hier ist es Freunde. Und hier auch Freunde. Also, das ist das Nomen. 3. Erkennt den Kasus von deinem Nomen im zweiten Satz. Hier steht den. Warum? Weil das Verb helfen immer mit Dativ steht. Im Dativ wird im Plural aus dem Artikel die Artikel den. Findet das passende Relativpronomen, das die 2 Sätze verbindet. Hier wissen wir, okay, Dativ, Plural, wir brauchen das Relativpronomen denen. 5. Schreibt vor das Relativpronomen ein Komma und das Verb am Ende des Satzes. Komma, Verb habe. Und zuletzt schreibt ihr die restlichen Informationen. Und so bekommt ihr euren richtigen Satz mit einem Relativsatz. Das sind meine Freunde, denen ich geholfen habe. Die Sätze sind komplett und richtig. So, ihr Lieben, ich hoffe sehr, dass dieses Video euch allen hilft, die Relativsätze richtig zu schreiben. Wenn ihr noch Fragen oder Wünsche habt, schreibt mir. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann!